Ich möchte 3 neue Indikatoren vorstellen. Einen für Orderblöcke, einen für Fair Value Gaps und einen für Unterstützung und Widerstand. Dies sind die besten Indikatoren, die jemals auf TradingView erstellt wurden. Lassen Sie uns ohne weitere Zeitverschwendung beginnen. Bevor ich den ersten Indikator hinzufüge, wenn Ihnen meine Inhalte gefallen, unterstützen Sie bitte den Kanal, indem Sie das Video liken und meinen Kanal abonnieren, falls Sie noch nicht abonniert haben. In Ordnung, fügen wir den ersten Indikator hinzu. In Ordnung, beginnen wir mit dem Orderblock. Hier klicken wir auf Indikatoren. Und wir suchen nach Ranket Order Block Zones. Diesen hier, der ein neuer Indikator von Simon ist. Wenn Sie auf diesen Indikator klicken, identifiziert der Indikator automatisch Orderblöcke auf Ihrem Chart. Falls Sie nicht wissen, was ein Orderblock ist eine Preisspanne, in der große Marktteilnehmer wie Banken, institutionelle Händler, Hedgefonds oder andere große Finanzinstitute mit großen Positionsgrößen in den Markt eingetreten oder aus ihm ausgestiegen sind. Und aus diesem Grund verursachte dies eine beträchtliche Preisbewegung im Markt. Also, in einfachen Worten, Orderblöcke sind Bereiche auf dem Preischart, in denen zuvor große Mengen an Aufträgen ausgeführt wurden. Die Identifizierung von Orderblöcken erfolgt normalerweise durch Preisaktionsmuster. Es ist nicht einfach, und normalerweise sind erfahrene Trader in der Lage, Orderblöcke auf dem Preischart korrekt zu identifizieren. Aber mit Hilfe dieses Indikators können Sie Orderblöcke leicht identifizieren, weil er automatisch die Preisspannen anzeigt, die potenziell Orderblöcke sind. Zum Beispiel können Sie hier sehen, dass er einen bärischen Orderblock für diese Preisspanne identifiziert hat. Also, potenziell wurden hier große Mengen an Aufträgen ausgeführt, und Sie können sehen, dass wir danach einen starken Preisverfall hatten. Ein Orderblock kann als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren. In diesem Fall, da dies ein bärischer Orderblock ist, wird er als potenzielles Widerstandsniveau fungieren. Sie können deutlich sehen, dass der Preis vorrückte, hier stoppte und dann umkehrte. Wieder rückte er vor, stoppte hier und kehrte wieder um. Also haben wir hier eine bedeutende Zone für die Preisaktion, und wann immer der Preis in diese Zone kommt, wird erwartet, dass der Preis stoppt und umkehrt. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die einfach Orderblöcke für jeden Wendepunkt des Marktes zeigen, zeigt dieser Indikator nur die Orderblöcke, die den höchsten Rang haben, und Orderblöcke niedrigerer Qualität werden ausgeblendet und verbleiben intern für den Indikator zur weiteren Analyse. Die Qualitätsbewertung basiert auf der Größe der Zone relativ zum ATR, der Volumenausweitung, der EMA-Trendausrichtung, der Kerzenverschiebung, dem Minderungsfortschritt und auch dem Alter der Zone. Der Indikator zeigt auch einen bullischen und bärischen Prozentsatz, der innerhalb des identifizierten Orderblocks angezeigt wird, und dies zeigt die Richtungsdominanz in diesem Orderblock. Dies kann zur weiteren Bewertung der Stärke oder Schwäche des identifizierten Orderblocks verwendet werden. Dies ist also nicht nur ein gewöhnlicher Orderblock-Indikator, und es gibt viele Berechnungen, um sie zu bewerten und nur den Orderblock höchster Qualität auf dem Preischart anzuzeigen. Das Wissen über einen Orderblock kann beim Trading sehr hilfreich sein. In Ordnung, fügen wir den nächsten Indikator hinzu. Haben Sie das Gefühl, dass alle um Sie herum von der künstlichen Intelligenz profitieren, aber Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Warten Sie nicht länger, fangen Sie noch heute an. Unser kostenloser Trading-Bot ist einfach zu bedienen, wird von künstlicher Intelligenz unterstützt und kann Ihnen jeden Tag bis zu 1% Gewinn einbringen. Über 50.000 Mitglieder haben sich bereits angemeldet. Klicken Sie jetzt auf den Link unten, um kostenlosen Zugang zu erhalten. Das ist Ihre Chance, die Macht der KI zu nutzen und einen Schritt in Richtung finanzieller Aufschwung zu machen. Er heißt Fair Value Gap Indikator. Hier klicken wir auf Indikatoren und suchen nach Ranket FVG Imbalance Zones. Diesen hier, der ein neuer Indikator von Zionman ist. Wenn Sie auf diesen Indikator klicken, identifiziert der Indikator automatisch die Fair Value Gaps auf dem Preischart. Falls Sie nicht wissen, was eine Fair Value Gap ist ein Dreikerzenmuster, bei dem es keine Überlappung zwischen den Schatten der ersten Kerze und der dritten Kerze gibt. Zum Beispiel können Sie hier sehen, dass wir 3 Kerzen haben, bei denen der untere Schatten der ersten Kerze den oberen Schatten der dritten Kerze nicht berührt. Mit anderen Worten, es gibt eine Lücke zwischen den Schatten der ersten Kerze und der dritten Kerze. Diese Lücke zeigt ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, und diese Lücke kann als bedeutendes Niveau für die Preisaktion fungieren. Zum Beispiel können Sie hier sehen, dass wir eine bärische Fair Value Gap haben. Also haben wir hier ein bärisches Ungleichgewicht, und diese Lücke wird als potenzielles Widerstandsniveau fungieren. Sie können deutlich sehen, dass wir nach dem Muster einen Preisanstieg hatten, aber als der Preis die Lücke erreichte, stoppte er hier, und dann hatten wir einen Preisverfall. Tatsächlich ist eine der Handelsstrategien, die Trader mit Fair Value Gaps verwenden, die Pullback-Handelsstrategie.
Sie warten auf einen Pullback des Preises zur Fair Value Gap und gehen dann einen Trade ein. Dies ist eine bärische Fair Value Gap und fungiert als potenzielles Widerstandsniveau. Im Falle einer bullischen Fair Value Gap wird sie als potenzielles Unterstützungsniveau fungieren. Ähnlich wie beim vorherigen Indikator bewertet auch dieser Indikator die identifizierten Fair Value Gaps und nur die Fair Value Gaps höchster Qualität werden auf dem Chart angezeigt. Innerhalb der identifizierten Fair Value Gaps haben wir Prozentsätze, die die Stärke des bullischen und bärischen Drucks für diese Fair Value Gap zeigen. Fair Value Gaps sind sehr nützlich im Trading, weil sie Bereiche auf dem Preischart zeigen, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestand, was die Lücke zu einem potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsniveau macht. In Ordnung, fügen wir nun den dritten Indikator hinzu, der zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dient. Hier klicken wir auf Indikatoren und suchen nach Ranked Support and Resistance Zones. Diesen hier, der ein neuer Indikator von Cereman ist. In Ordnung, wenn Sie auf diesen Indikator klicken, identifiziert der Indikator automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt sie auf dem Preischart an. Die roten Zonen sind potenzielle Widerstandsniveaus und die grünen Zonen sind potenzielle Unterstützungsniveaus. Ähnlich wie bei den anderen beiden Indikatoren versucht der Indikator auch hier, die identifizierten Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bewerten und zeigt nur diejenigen, die von höherer Qualität und potenziell stärkere Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus sind. Basierend auf diesen Bedingungen zeigt der Indikator auch eine Kennzeichnung an, wenn es sich um eine schwache Unterstützungs- oder Widerstandszone handelt. Und für jede identifizierte Unterstützungs- und Widerstandszone zeigt er auch den Prozentsatz des Kauf- und Verkaufsdrucks für dieses Niveau, damit Sie eine Bewertung des Angebots- und Nachfrageniveaus auf diesem Niveau haben. Zum Beispiel zeigt die interne Stärke dieses Widerstandsniveaus ein starkes Angebot. Sie können sehen, dass wir hier einen Prozentsatz haben für den Verkaufsdruck und einen für den Kaufdruck. Dies kann also ein bedeutendes Niveau für die Preisaktion sein. Mithilfe dieser Prozentsätze können Sie eine Bewertung der Stärke oder Schwäche dieser identifizierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus haben. In diesem Video habe ich 3 Indikatoren vorgestellt, die sich auf Orderblöcke, Fair Value Gaps und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus beziehen. Und meiner Meinung nach sind sie die besten Indikatoren auf TradingView und ich schlage vor, Sie probieren sie aus, wenn Sie diese Konzepte in Ihrer Handelsstrategie verwenden. In Ordnung, das war's. Danke, dass Sie dieses Video angesehen haben. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht zu fragen und hinterlassen Sie mir einen Kommentar. Ich werde Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten. Wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie bitte und drücken Sie die Glocke, damit Sie die Benachrichtigungen über meine neuen Videos erhalten. Wir sehen uns im nächsten Video und viel Glück bei Ihrem Trading.